Heute das Thema Vitamin D in der Winterzeit. Sehr, 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 sehr wichtig. Eines der wichtigsten Sachen, die ich überhaupt empfehlen würde, sowie auch andere Ärzte, wie zum Beispiel der Dr. Jörg Spitz, Professor Dr. Med Spitz, wohlgemerkt, der Vitamin D-Experte, von dem ich manche Sachen zitieren werde und auch Fotos von ihm zeigen werde, von seinen Videos, aber auch andere Seiten, die das alles belegen und unterstützen. Und fangen wir auch gleich an mit den ersten Sachen. Winter. Wenn du nicht den ganzen Tag in der Sonne warst, dann hast du wohlgemerkt einen Vitamin D-Mangel. Das bedeutet, zum Beispiel sind bei dir die Entzündungswerte, also die Chance, dass du eine Entzündung bekommst, sind viel, viel höher. Und das Wichtigste ist erstmal zu bestimmen, was hast du für Vitamin D-Spiegel. Denn das ist, sagen wir mal so, die Lösung, um erstmal sich an das Problem ranzutasten, wo du gerade liegst, je nachdem, wann du dieses Video anschaust, ob im Dezember oder im Februar, wo das schon viel, viel, viel katastrophaler sein kann, weil du viel, viel länger diesem Mangel ausgesetzt bist und die negativen Sachen dadurch erfährst. Und wie wir hier auf dieser Skala sehen können, ist hier der Nanogramm pro Milliliter, sage ich jetzt einfach mal, der wird hier gemessen. Und zum Beispiel bei unter 5 Nanogramm pro Milliliter ist eine Knochenerweiterung und eine Rachitis die Folge. Bedeutet, desto niedriger der Wert von dem Nanogramm pro Liter, desto schlimmer die Folgen. Und am Ende des Tages, Vitamin D ist ein Hormon. Es ist kein Vitamin, sondern ein Hormon. Es wurde damals fälschlicherweise einfach als Vitamin eingestuft, genauso wie man damals dachte, dass auch Ballaststoffe keinen weiteren Nutzen haben, weil das noch nicht so weit erforscht war, hat man das einfach gar nicht mehr geändert. Und heutzutage denkt man halt, ey, ein Vitamin wie jedes andere Vitamin, was auch immer, aber Vitamin D erfüllt so viele massive Aufgaben, die wichtigsten Aufgaben. Wenn wir zum Beispiel einem Vitamin D-Mangel ausgesetzt sind, was natürlich jeder ist, dann fährt unser Körper in einen Winterschlafmodus. Das bedeutet, er macht nur noch das Nötigste, nur noch das Aufrechterhalten des Funktionieren des Körpers, wie in einem Winterschlaf von einem Tier. Also nur noch das, zum Beispiel Herzschlagen, das Hydrieren der Haut, die Temperatur der Haut und so weiter. Nur noch das erfüllt er und mehr nicht. Und wie wir hier schon sehen, ist hier zum Beispiel auch Osteoporose, Knochenbrüche, sind hier mögliche Folgen eines ausgeprägten Mangels oder eines schweren Mangels. Selbst beim leichten Mangel sind hier bereits schon mögliche Folgen für die Knochengesundheit sehr wahrscheinlich. Und das könnt ihr auch ganz einfach beim Arzt erstmal checken lassen. Kostet auch nur je nach Arzt 20 bis 30 Euro. Ich war jetzt bei zwei Ärzten und der eine hat 20 gesagt, der andere 30. Wenn ihr Symptome habt, was eigentlich jeder hat, und ihr könnt auch einfach sagen, dass ihr Symptome habt, denn die meisten haben einfach Müdigkeitserscheinungen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr lügen sollt, aber die meisten sind halt einfach müde und haben einen niedrigen Energielevel. Und hier ist es wichtig, einfach das abchecken zu lassen und erstmal zu schauen, wo bin ich, um dann mit einer möglichen Supplementierung anzufangen, mit Vitamin D in Tropfen- oder Kapselform, je nachdem. Und was sind hier die möglichen Sachen, die man verbessern, optimieren, vorbeugen kann? So, als erstes Immunsystem. Immunsystem. Jeder wird im Winter krank. Warum ist das so? Ich meine, wir haben Minusgrade, wir haben gerade im unteren einstelligen Bereich und das assoziieren die meisten mit Krankheit, Kälte, Schnupfen, die ganzen Fiebersachen und so weiter. Und alleine diese Kopfsache, abgesehen davon, werden halt die meisten krank, meiner Meinung nach und der Meinung vieler Ärzte, durch einen Vitamin D-Mangel. Bedeutet, wenn dieser weit oben ist, wird man weniger wahrscheinlicher krank als mit einem Vitamin D-Mangel.
Und es ist ja auch klar, dass wenn dein Körper nur das Wichtigste tut, er dich nicht schützen kann vor möglichen Sachen. Denn er denkt sich, okay, mir passiert jetzt eh nichts, aber du lebst ja weiter. Du tust Sachen, du arbeitest, du sitzt, du stehst, du schläfst, du bewegst dich, du redest, interagierst, tust Sachen und so weiter. Und hier passieren Sachen, du kommst mit Bakterien, Keimen in Berührung mit anderen Menschen und es ist ja auch klar, dass dann Sachen an dein Immunsystem kommen, für die er einfach nicht gewappnet ist, auf die er sich nicht vorbereitet hat, nicht eingestellt hat, es einfach nicht erwartet hat. Ist so logisch. Und hier kommen wir auch schon zur nächsten Sache, was Vitamin D zum Beispiel auch noch bewirkt, ist die positive Wirkung auf die Psyche. Denn wir kennen das auch, die meisten haben im Winter, im Herbst oder auch schon im Frühling, beziehungsweise im Frühling 100% und im Winter auch. Aber selbst im Herbst kann das schon beginnen. Jetzt im Dezember, Ende November beginnen schon die ersten, die sagen, hey, ich habe voll die Down-Phase, mir geht es psychisch schon schlecht. Diese grauen Wolken am Himmel, die ruinieren mein Leben, meine Laune und ich fühle mich einfach nur wie ein Abfalleimer. Und hier kommen natürlich auch Depressionen und Suizidalgedanken ins Spiel, die ich keinem wünsche und die jeder nicht haben darf. Die sind einfach nicht normal und die entstehen aus der Folge eines Vitamin D-Mangels. Also das ist einer der Hauptgründe, wenn man im Winter sowas hat. Und wie man hier zum Beispiel sehen kann, leiden 80 bis 90% der Menschen unter einem Vitamin D-Mangel. Hier ist eine Skala einer RKI-Studie aus 2015. Hier sieht man, wie die Nanogramm pro Milliliter Statistik ergeben hat. Dort haben zum Beispiel 600 Teilnehmer teilgenommen, beziehungsweise ich glaube hier sogar noch mehr. Ich kann es nicht ganz identifizieren, aber es waren mehrere hundert, die dort teilgenommen haben. Und dort kam das Ergebnis raus, dass so viele unter einem Vitamin D-Mangel leiden, dass der Zusammenhang mit der Psyche auch logisch ist. So, weiter geht's im Kontext hier. Das bedeutet, Vitamin D Supplementierung kann deinen psychischen Zustand massiv verbessern, gerade in Wintermonaten. So, die Unterstützung des Knochenstoffwechsels. Es gibt so viele positive Sachen, die man zu Vitamin C sagen kann. Ich kann gar nicht aufhören hier. Ich meine, hier, wir haben schon fast 10 Minuten und ich kann nicht aufhören. Ich lese mal hier einfach mal vor. Ein optimaler Vitamin D-Spiegel bedeutet eine optimale Knochenmineralisierung. Denn neben Kalzium und anderen Hormonen reguliert Vitamin D den Auf- und Abbau der Knochen. Das heißt, Dinge wie Osteoporose oder andere Sachen, die mit den Knochen zu tun haben, werden hier massiv verbessert oder vorgebeugt. Zusätzlich spielt Vitamin D eine große Rolle bei der Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus dem Darm. Denn nur mit ausreichend Vitamin D können die Nährstoffe gut aus Nahrungsmitteln aufgenommen werden und in die Blutbahn gebracht werden. So realisiert man, was ich da gerade gelesen habe. Ohne Vitamin D ist ein Mangel an Kalzium, Phosphat und Nährstoffen allgemein gar nicht erst gegeben. Das heißt, ihr könnt das, was ihr aufnimmt, wo ihr denkt, ihr tut euch was Gutes, gar nicht, gar nicht die Sachen davon profitieren. Also ihr nimmt es auf ohne Nutzen. Ihr verschwendet einfach das, was ihr aufnimmt, obwohl ihr denkt, ihr tut euch eigentlich was Gutes. Das ist eigentlich so dumm, aber keiner weiß es. Und wenn man sich mit der Materie nicht auskennt oder sich damit nicht beschäftigt, dann verschwendet man einfach so viel Geld für unnützes Zeug. Da gibt es Leute, die sagen, hey, du hast einen teuren Urin, weil die glauben einfach nicht daran, dass wenn du Supplements nimmst oder irgendwelche Vitamine, sei es irgendein Eisenoxid aus dem Laden, was 40 Cent kostet, die glauben einfach nicht daran. Die denken einfach, dass
wird gar nicht erst angenommen, das kommt nicht an in der Zelle, was auch immer. Und diese Leute behalten, wenn man es so betrachtet, recht, wenn wir es auf die Winterzeit beschränken, durch das fehlende Vitamin D. Das heißt, Vitamin D rückt an dieser Stelle so weit nach oben, meiner Meinung nach. Ich glaube, du denkst genauso, weil ohne Vitamin D machen die anderen Sachen plötzlich keinen Sinn mehr. Es, es verändert einfach das ganze Spiel. Das ganze, äh, den ganzen Lifestyle verändert es. Plötzlich verändert sich einfach die Position des Vitamin Ds für das Leben, sage ich mal so. So kommen wir auch zur nächsten Sache. Ja, die Winterdepression, auf die bin ich ja schon eingegangen. Ähm, Der Einfluss auf das Hormonsystem durch Vitamin D. In der Nebenniere wird ein gewisses Enzym produziert, das Neurotransmitter wie Dopamin, Adrenalin oder Noradrenalin reguliert. Von diesen Hormonen wird deine Vitalität, deine Stimmung und auch dein Stressmanagement beeinflusst. Beim normalen Vitamin D-Spiegel wird das Enzym einwandfrei produziert und alles ist im grünen Bereich. Bei einem Mangel allerdings schüttet die Nebenniere mehr von diesem Enzym aus, was Müdigkeit oder Erschöpfung nach sich ziehen kann. Bedeutet, bei Frauen wahrscheinlich noch mehr, aber allein diese Tatsache, dass das Hormonsystem reguliert wird und hier Sachen normalisiert ausgeschüttet werden, also nicht zu wenig, nicht zu viel, sondern in der optimalen Dosis, ist sehr, sehr wichtig. Und das ist echt krass, ne? Dass zum Beispiel hier die Müdigkeit oder Erschöpfung entsteht durch diesen Mangel von Vitamin D. Der, dieser Erschöpfungszustand und Müdigkeitszustand ist ja gang und gäbe in den Wintermonaten. Und das ist ja nichts Neues, was ich hier erzähle. Das kennt ja jeder selbst und das kenne ich auch selber. Und schauen wir mal hier auf die Steuerung von Genen durch Vitamin D. Vitamin D wirkt über sogenannte Vitamin D-Rezeptoren. Ach ja, jede Zelle hat Vitamin D-Rezeptoren. Das heißt, das ist so ein wichtiges Ding, dass jede einzelne von diesen Billionen, Billiarden, Milliarden, was auch immer, Zellen ein Vitamin D-Rezeptor hat. Diese befinden sich an fast allen Körperzellen und steuern, wie die DNA dieser Zellen ausgelesen wird. So kann Vitamin D über die Rezeptoren verschiedenste Mechanismen steuern, aktivieren und deaktivieren, wie etwa die Synthese von zahlreichen Proteinen, Enzymen und Botenstoffen. Vitamin D steuert über 2000 Gene und hat Einfluss auf viele Körperzellen und damit unseren gesamten Körper. Ich habe auch schon viel gelesen über Krebs und Vitamin D und das bestätigt das Ganze, denn Vitamin, denn Krebs ist ja eine übermutierende Zelle, beziehungsweise eine Zelle, die einfach nicht mehr richtig funktioniert und anfängt sich zu reproduzieren und einfach wächst. Und vielleicht hat das Ganze ein, eine Auswirkung auf diese Zellen. Denn wenn das hier die Steuerung von Genen verursacht, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es Krebs vorbeugen kann. So, die Kräftigung der Muskulatur. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht so krass ein. Aber hier die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems ist auch noch wichtig zu erwähnen. Einerseits kann das Sonnenvitamin Blutgefäße und das Herz schützen, indem es Schaumzellen bildet, die es Ablagerungen schwer machen. Sehr wichtig und gut. Einfluss auf die Nerven und das Gehirn. Puh. Vitamin D ist essentiell in der Entwicklung des Gehirns bei Embryonen. Okay, also bei sehr jungen Babys. Oder nee, Embryo ist ja das in der Schwangerschaft noch. Genau.
Im Alter geht ein niedriger Vitamin D-Spiegel oft mit schwachen kognitiven Fähigkeiten, das heißt Gedächtnis, Konzentration und Erinnerung einher. Ein starkes Gehirn braucht eine gute Konzentrationsfähigkeit und Erinnerung, also ausreichend Vitamin D. So, oh, das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Hilfe bei Schlafproblemen. Vitamin D spielt auch bei der Entstehung und Verstärkung von chronischer Müdigkeit oder Schlafproblemen eine Rolle, denn bei einem Vitamin D-Mangel schüttet die Nebenniere verstärkt Hormone wie Adrenalin aus, was zur Erschöpfung und chronischer Müdigkeit führen kann. Wenn du also unter schlechtem Schlaf leidest, solltest du einen Vitamin D-Spiegel überprüfen lassen. Ich will das Video jetzt nicht zu lang ziehen, deswegen habe ich gerade ein bisschen beschleunigt in den letzten Minuten, wie du gemerkt hast, und möchte hier noch einmal auf zwei, drei Folien eingehen, die das Ganze noch einmal verdeutlichen und schön verbildlichen. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Foto bzw. Fotos von dem Herrn Dr. Jörg Spitz, dem Vitamin D-Experten. Hier ist das Ganze nochmal verbildlicht. Die Ergebnisse einer optimalen Vitamin D-Versorgung. Er heilt sehr viele Menschen mit Vitamin D oder beziehungsweise er heilt sie nicht, er hilft ihnen. Durch seine Akademie hat er da ein paar Leute von Symptomen, Krankheiten und so weiter befreit mit Hilfe von Vitamin D und so weiter. Auf jeden Fall Thema Immunsystem, verbessert Vitamin D, den Schutz vor Infektionen wie Covid-19, Influenza, Tuberkulose und verbessert den Schutz vor Autoimmunerkrankungen, reduzierte COPT und Asthmahäufigkeit und Intensität. Okay, und hier ein großer Punkt, viele Leute, die kein Kind bekommen können. Vitamin D sorgt für eine höhere Fruchtbarkeit, regulärer Schwangerschaftsverlauf und reduzierte Frühgeburtenrate bis zu 75%. Das ist ein heftiger Punkt. Also das kann vielen Leuten helfen, vielen Leuten. Und ach, hier nochmal zu der Krebsgeschichte. Reduziertes Risiko bis zu 70% von Krebserkrankungen, unterdrücktes Tumor- und Metastasenwachstum, also alles, was ich vorhin auch erzählt habe, unterstützt das hier einfach nur. Reduzierte Nebenwirkungen bei Chemotherapie, das bedeutet bitte nicht absetzen bei Chemotherapie, sondern weiternehmen, denn das verbessert, unterstützt und so weiter. Und hier nochmal Herz-Kreislauf, gesenkter Bluthochdruck, reduziertes Risiko für Herzinfarkt und höhere Leistung bei Insuffizienz. Das bedeutet, bei Menschen, wo das Herz schon langsam nachgibt und sich selbst kaputt macht, abbaut, was eine Insuffizienz heißt, bedeutet, ist die Leistung verbessert worden. Für alle Diabetes erkranken, sorgt Vitamin D hier für einen optimierten Insulinstoffwechsel, einen reduzierten Blutzuckerspiegel und ein allgemein reduziertes Risiko für Diabetes. Sehr schön. Ah, es ist schon sehr spät und nach meinem Workout bin ich ein bisschen müde. Aber wir ziehen das Ganze hier noch durch. Und hier haben wir noch einen sehr wichtigen Punkt: Nervensystem. Thema Autoimmunerkrankungen, also weniger MS, multiple Sklerose oder Muskelschwund auch genannt, Schübe, weniger von den Schüben, Schutz vor Demenz, Alzheimer wird verbessert bzw. vorgebeugt und weniger Depressionen, wie auch schon erwähnt im vorherigen Kontext. Außerdem steht hier oben noch, wenn du unter 30 Nanogramm pro Milliliter hast, hast du einen Mangel. Der optimale Wert hier für Vitamin D im Blut liegt bei 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. So, was die Toxizität angeht, die ist ja auch abgebildet. Ähm,
das wurde so erklärt, dass es diese nicht gibt, weil die Kurve erstmal hochgeht, desto mehr Vitamin D wir uns zuführen, desto höher geht es, aber es dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr höher geht, sondern wieder abflacht, weil der Körper sagt, ey, ich habe genug, ich nehme nicht zu viel auf. Was nicht bedeutet, dass du jetzt Unmengen von Vitamin D schlucken sollst, sondern dich da langsam rantasten sollst und alles ausprobieren sollst. Und auch sagt der Herr Spitz auch, dass man ab 10.000 Einheiten pro Tag das Ganze auch in Betreuung mit dem Arzt natürlich machen soll. Aber 5.000 pro Tag sind auf jeden Fall gut und ausreichend, um einen guten Vitamin D-Spiegel gewährleisten zu können. Natürlich muss jeder selbst entscheiden, was für ihn gut und schlecht ist. Und wenn du auch mehr nehmen möchtest, dann liegt das in deiner Eigenverantwortung. Das wäre es dann erstmal jetzt von Vitamin D. Das Video ist lang genug geworden und ich möchte hier nicht überziehen. Du siehst, man kann hier noch viel, viel mehr sagen. Aber das war es erstmal mit diesem Video und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.